Ja, schönen guten Morgen an alle Zuschauer. Ich freue mich, dass sehr viele sich in unseren Live-Chat eingeklickt haben. Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Thema Zentralelektrik. Wir, das sind Tobias Marschner, bei uns tätig in der Entwicklung und im Musterbau. Mein Name ist Eckhard Schumann. Ich bin im technischen Vertrieb der Firma tätig und viele von Ihnen kennen mich vielleicht auch schon, weil ich schon mal bei Ihnen im Haus gewesen bin. Ja, ich möchte noch ein paar Sachen zum Chat organisatorisch sagen. Wir haben also vor, ungefähr 15 bis 20 Minuten einen Vortrag zum Thema Zentralelektrik zu bringen, wo wir praktisch unsere Produkte vorstellen, die Produktvorteile auch in den Vordergrund stellen. Sie können während der Zeit im Chat jede Menge Fragen stellen. Die kommen hier bei mir hier vorne auf dem Tablet an. Die werden wir im Anschluss alle versuchen zu beantworten, je nachdem wie viele es sind. Und wer keinen Chat hat, der kann uns gerne auch seine Fragen über die E-Mail-Adresse live@miunske.com, die ist jetzt auch eingeblendet, senden. Die werden dann auf alle Fälle entweder im Anschluss noch reingereicht, beziehungsweise Fragen, die wir nicht berücksichtigen können, bitte stellen Sie die nochmal unter live@miunske.com. Sie erhalten dann auf alle Fälle garantiert eine Antwort von Herrn Marschner, von mir oder einem meiner Kollegen im technischen Vertrieb. Thema Zentralelektrik. Da müssten wir vielleicht erstmal sagen, was stellen wir uns unter einer Zentralelektrik vor? Was ist das eigentlich? Hallo erstmal noch von meiner Seite. Das ist eine Zentralelektrik. Ja, diese Zentralelektrik, wie man sieht, hat halt Sicherung drauf, hat Relais drauf, hat halt Steckverbinder. Und es ist eigentlich nur ein reiner Energieverteiler, auf den ersten Blick. Ja, das heißt also, wir haben einen Energieverteiler oder eben auch Standardprodukte wie unser Powerboard, was wir hier sehen, genau. Oder kundenspezifische Zentralelektriken wie diese große jetzt hier, die dann auch eine Intelligenz beinhaltet. Ja, diese kundenspezifischen Zentralelektriken sind in der Vergangenheit jetzt unsere Stärke gewesen. Standardprodukte kommen momentan mit dazu. Ja, wie ist es eigentlich zum Thema Zentralelektrik-Platine gekommen oder wie haben wir darauf reagiert? Bisher gab es für Zentralelektriken dieses Baukastensystem von MTA. Viele von Ihnen werden das vielleicht auch kennen. Es ist auch viel oder oft unsere Aufgabe, aus diesen Modulen dann die passenden für Sie herauszufinden im technischen Vertrieb und eine entsprechende Verteilung zusammenzustellen. Sie sehen aber schon, die Teile sind relativ klobig und groß. Das heißt also, man hat vielleicht im Fahrzeug von heute gar nicht mehr den Platz, sowas einzubauen. Zum anderen müssen die Teile von hinten verkabelt werden. Das heißt also, ich habe dann einen relativ hohen Verkabelungsaufwand, was natürlich nachteilig ist. Und das haben wir versucht, mit einer Zentralelektrikplatine wegzubringen. Du hast gerade gesagt, Bauraum. Und zwar Bauraum ist natürlich immer wieder ein Problem. Diese Platine tut natürlich den Bauraum minimieren, weil ich halt viel mehr Funktionen auf kleinem Bauraum unterbringe. Ja, das ist ja gerade bei Nutzfahrzeugen und bei Sonderfahrzeugen ein großes Thema. Gerade der neue Sprinter bringt da überhaupt keinen richtigen Bauraum mehr, hören wir immer von unseren Kunden, die klagen da immer, so dass wir im Prinzip immer mehr in Richtung Platine gehen müssen. Ja, diese sind natürlich meistens kundenspezifisch, schon alleine aus dem Grunde, dass wir eine höhere Anforderung an Normen haben, eine höhere Anforderung an Sicherheit und so weiter. Und es muss natürlich auch eine Intelligenz eingebracht werden. Natürlich. Und wir haben natürlich auch eine Diagnoseschnittstelle mit drauf. Diese Diagnoseschnittstelle ist unser CAN-Bus. Wir arbeiten auf dem CAN-Bus 2.0, also auf dem Standard. Und damit können wir alle möglichen Protokolle auffahren.
von J1939, SIA 447, FireCAN. Auch beide Protokolle auf einer Platine, ist kein Problem. Ja. Aber Tobi, lass uns das doch an dem Beispiel der Eckersmann-Platine hier näher beleuchten. Ja, ich hatte es schon gesagt gehabt, vorher hatten wir diese MTA-Modulbaukästen. Davon waren, soweit ich das weiß, bei Eckersmann, glaube ich, 4 Stück von dieser Größe in der Maschine verbaut. Und es kam der Wunsch auf, die ganze Geschichte kompakter darzustellen. Und was daraus entstanden ist, ist diese Platine, die wir uns natürlich bewusst jetzt als Beispiel genannt haben, weil das eine Platine ist, die eigentlich nahezu alle Möglichkeiten und technischen Umsetzungen, die wir können, auf einer Platine vereint. Ja. Dreh doch mal rum, da sehen wir nämlich gleich hier die Einpressbolzen. Die sind hier sehr markant auf der oder auf der Platinenrückseite, die natürlich die Stromzufuhr für die Platine bringen. Dann sehen wir hier jede Menge Steckverbinder, wo natürlich entsprechende Eingänge, Ausgänge damit abgebildet werden können. Ja, andere Seite? Ja, andere Seite sehen wir jede Menge Sicherungen, hier im Unival-Format bis hin zu Maxival. Wir sehen jede Menge Relais, elektromechanische, und haben dann natürlich hier noch einen Teil, wo die Elektronik sitzt, wo praktisch Ausgänge, Schaltausgänge und Eingänge mit Halbleiterbauelementen abgebildet sind. Genau. Ja, wir haben eine gewisse Intelligenz, die sitzt nämlich genau unter dieser Platine hier. Dort ist der Controller, der praktisch die ganzen Funktionen schaltet und auf der Platine schaltet und waltet. Ja. Vielleicht können wir die Funktionen nochmal mit vorstellen, die die Platine hat. Genau, also wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben Eingänge, wir haben Ausgänge, wir haben halt die Sicherung, wir haben die Relais, und das alles ist kombiniert über den Controller. Der Controller wiederum, der kann halt auch sagen, okay, ich habe jetzt bei den Eingängen die Möglichkeit, halt mehrere Eingänge miteinander zu verknüpfen, um halt dann einen bestimmten Ausgang zu schalten. Oder natürlich auch den Eingang zu sagen, was er denn ist. Ist er ein Masseschaltender, ist er ein Plusschaltender, oder soll er Frequenz einlesen, soll er PWM einlesen, oder soll er als Stromtreiber dienen. Wir können 2 bis 20 mA als Stromtreiber diesen Eingang auch nutzen. Ja, eine Besonderheit bei dieser Platine ist auch diese Sandwich-Bauweise, die wir hier sehen. Das heißt also, wir haben hier nochmal eine Platine. Die Regie hat es gerade nochmal eingeblendet für Sie, dass Sie es besser erkennen können. Das heißt also, die Platine hat nochmal, oder die Zentralelektrik hat nochmal eine Rucksackplatine, die natürlich auch austauschbar ist. Ja, ich kenne diese Eckersmann-Platine hier auch mit einer Rotorbrücke zum Beispiel an der Stelle. Das ist alles möglich. Ja, zusätzliche Funktionen, du hast es schon gesagt, wir haben eine Diagnoseschnittstelle. Richtig. Da sollten wir vielleicht nochmal auf die Sicherungsausfallüberwachung gesondert eingehen. Ein wichtiger Punkt, Sicherungsausfallüberwachung haben wir hier auf der Platine drauf. Die Sicherungsausfallüberwachung ist optisch mit LED und natürlich auch über den CAN-Bus. Wie man jetzt gerade sieht, sieht man, da wo die LED halt leuchtet, dort ist jetzt keine Sicherung gesteckt. Im Realfall wäre das dann so, wenn die Sicherung defekt ist, dann würde die LED leuchten. Durch den CAN-Bus habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich vorne im Fahrerhaus ein Display habe, kann ich über den CAN-Bus mir signalisieren, okay, die Sicherung ist defekt oder ist ausgefallen. Der Fahrer weiß sofort, okay, ich kann jetzt hintergehen zum Steuerungskasten, und aufgrund, dass die LED halt leuchtet, weiß er sofort, welche Sicherung er tauschen muss. Das heißt also, ich kann selbst im Display, im Fahrerhaus oder am Bedienerstand sehen, welche Sicherung direkt ausgefallen ist. Richtig. Oder muss ich dazu unbedingt jetzt an die Platine rangehen? Nein, also man sieht es schon, je nachdem wie es optisch halt dargestellt wird im Display, weiß ich, okay, F33 ist jetzt ausgefallen, dann kann der Bediener natürlich auch hintergehen und die F33 suchen, aber durch die optische
Anzeige sieht er eben sofort, welche das ist und muss nicht noch lange suchen. Ja, wir haben oft bei den Proben drüber gesprochen, dass wir auch das Thema Stromüberwachung abbilden können durch die Halbleiterausgänge. Das sollten wir vielleicht auch nochmal näher beleuchten, vor allen Dingen auch im Vorteil für unsere Zuschauer daraus mit ein Beispiel dafür mit nennen. Genau, also ich gehe mal zu den Relais zurück, und zwar die Relais haben halt einen riesengroßen Nachteil, und zwar, dass die Kontakte kleben bleiben können oder die Kontakte können halt wegbrennen. Demzufolge habe ich keine Funktion mehr oder halt eine Dauerfunktion. Die elektronischen Ausgänge, die haben natürlich einen riesengroßen Vorteil, die sind verschleißfrei, sind kurzschlussfest, sind Übertemperatur gesichert und können gleichzeitig noch einen Strom mitmessen. Ja, den Strom messen, wofür braucht man das? Also, wozu ist das wichtig? Einfaches Beispiel, ich habe halt mein Fahrzeug und an dem Fahrzeug ist halt irgendwo ein Motor dran. Dieser Motor hat ein Kugellager. So, jetzt liefere ich die Maschine halt aus oder das Fahrzeug. Im Normalfall zieht halt der Motor jetzt 5 Ampere. Nach 3, 4, 5 Jahren kommt halt Dreck rein ins Kugellager. Der Motor braucht halt mehr Strom. Demzufolge kann ich das signalisieren, dass halt mehr Strom aktuell Bedarf ist. Und ich kann das halt dem Anwender auf seinem Display halt anzeigen und ihm sofort warnen, okay, hier stimmt irgendwas nicht, mach mal bitte demnächst einen Werkstatttermin. Das ist ja interessant. Das kann ja unseren Kunden zum einen Kosten ersparen, beziehungsweise eben auch Ausfallzeiten, beziehungsweise Stillstandszeiten von Fahrzeugen und Maschinen. Richtig. Ja, also das ist schon bemerkenswert. Genau. Ja, viele Funktionen sind natürlich auch von anderen Dingen, die im Fahrzeug sich abspielen, abhängig. Ja, ich denke da gerade bei den Rettungswagen bestimmte Verknüpfungen, dass Türkontakte notwendig sind, das heißt so bestimmte Funktionen nur funktionieren, wenn die Türen geschlossen sind oder wenn die Handbremse angezogen ist. Das realisieren wir ja über Eingänge, da sollten wir vielleicht auch noch einige Worte dazu verlieren. Genau. Naja, hatte ich ja schon am Anfang kurz erwähnt gehabt, dass wir halt unsere Eingänge können halt masseschaltend oder plusschaltend sein und natürlich auch halt Frequenzen einlesen und Flanken und haben halt diesen sogenannten Stromtreiber drauf, der halt 22 Milliampere kann, und damit kann ich halt Sicherheitsfunktionen auf jeden Fall besser detektieren. Ja, und die Eingänge können wir dann natürlich über den Controller, der auf der Platine ist, logisch verknüpfen. Das heißt also, es sind dann richtige Programmabläufe möglich. Genau. Ja, welche Funktionen, da können wir zum Beispiel eben eine Abfallverzögerung, das heißt also, dass eine bestimmte Schaltung erst nach einer bestimmten Zeit realisiert wird. Ja, es ist ein Blinken möglich. Ja, unsere Ausgänge können sogar pulsweitenmodellierte Signale bringen, dass zum Beispiel eine Lüftersteuerung oder eine drehzahlabhängige Motorsteuerung richtig abgebildet werden. Ja, genau. Ja, die Programmierung, wie läuft das ab? Ja, Programmierung, ganz einfach. Und zwar, wir haben ein kostenloses Tool, das nennt sich Toolchain, kann auf unserer Homepage runtergeladen werden und dort können halt alle Funktionen parametriert, konfiguriert werden. Oder halt auch im Firmware. Wer macht das? Macht das unser Kunde selbst oder? Das kann unser Kunde natürlich selber machen. Ja, ich weiß aber auch, einige unserer Kunden nutzen die Möglichkeit, dass unsere Softwareprogrammierer die Programmierung von unseren Kennprodukten beziehungsweise eben Zentralelektriken durchführen. Wer sich mit der Programmierung nicht tiefgründig beschäftigt hat oder beschäftigen will, der hat dann aber auch noch ein ganz interessantes oder anderes interessantes Tool, nämlich unsere FlexGUI. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte verlieren. Genau. Also ich sag noch mal ein schönes Beispiel, und zwar, wenn ich Ausstattungsvarianten habe, dann ist es natürlich erforderlich, dass ich halt irgendwo einfach was einstellen muss. Gerade der Werker, der hinten am Band ist, der muss es einfach können. Wie man jetzt gerade sieht, ist eine FlexGUI eingeblendet von der Firma BTG. Dort sieht man Checkboxen, Dropdown-Menüs und natürlich freie Eingabefelder, wo ich halt Zeiten einstellen kann, wo ich halt die Ausstattungsvarianten definieren kann. Ja. Das heißt also, wenn sich am Fahrzeug irgendwas ändert, hat der Techniker vor Ort die Möglichkeit, in der FlexGUI direkt sich diese Funktion rauszusuchen, die namentlich benannt ist
und dann die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten umzuprogrammieren. Ja. Das ist also ein riesig großer Vorteil, den wir dort eigentlich sehen. Und das soll auch unsere Zuschauer ermuntern, auch wer sich jetzt noch nicht so doll mit der Kennprogrammierung beschäftigt hat, doch den Weg zu uns zu finden. Wir stellen wirklich ein einfaches Werkzeug zur Verfügung, um halt wirklich für jeden alles gerecht zu werden. Ja. Wie kommt es dazu, wie kommt unser Kunde dazu, so eine Zentralelektrik von uns zu bekommen? Wie sind dort die Wege? Vielleicht kannst du dazu nochmal 3 Worte sagen. Ne? Also der einfachste Weg ist natürlich, Sie gehen auf unsere Homepage. Dort finden Sie den jeweiligen Ansprechpartner, der für Sie zuständig ist. Den können Sie kontaktieren. Oder unser Außendienst macht sowieso einen Termin bei Ihnen oder war jetzt gerade erst bei Ihnen. Dann können Sie ihn natürlich auch kontaktieren und ansprechen und ihm vor Ort das Problem zeigen. Und er wird Sie dann beraten, welche Möglichkeiten es gibt. Ja, da kann ich eigentlich nur werben nochmal dafür. Ich selbst fahre ja zu vielen Kunden und nehme dann die Wünsche auf. Aber unser Außendienstteam besteht ja noch aus mehreren Kollegen, die natürlich genauso gerne zu Ihnen fahren. Ja, wenn wir dann den Kontakt aufnehmen, was sollte vorbereitet sein? Was brauchen wir für Informationen von unseren Zuschauern bzw. von unseren Kunden, um zur richtigen Zentralelektrik zu kommen, also zur passenden? Also sollte sich auf jeden Fall schon mal Gedanken gemacht werden, wie viel Eingänge brauche ich, wie viel Ausgänge brauche ich, welchen Platzbedarf ich habe. Am besten ist, man bereitet ein Lastenheft vor. Ja, das ist natürlich der Idealfall. Aber da kann ich auch nochmal ermuntern, wenn unser Außendienst bei Ihnen vor Ort ist, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das Lastenheft gemeinsam zu erstellen. Das heißt also, bestimmte Funktionen bzw. Wünsche aufzunehmen und diese dann in unsere Technik zu tragen. Ja, wenn die Anfrage kommt und das Projekt bearbeitet wird, haben wir natürlich dann einen ständigen Kontakt zwischen Kunden und Entwickler. Das heißt also, Sie haben dann Ihren persönlichen Ansprechpartner in unserer Entwicklungsabteilung, der mit Ihnen alle technischen und organisatorischen Fragen klärt, bis dann der Vertriebler dann wieder ins Spiel kommt und mit Ihnen das kaufmännische oder alle kaufmännischen Fragen aus der Welt schafft. Ja, und irgendwann sind wir dann so weit, dass wir realisieren können, es wird der erste Prototyp zu Ihnen geliefert, beziehungsweise Vorserienmuster, Serienmuster und so weiter. Den Ablauf kennen Sie sicherlich besser als jeder andere, ja. Ja, wir haben natürlich auch schon mit vielen Kunden zusammengearbeitet. Wir möchten da einige Referenzen nennen. Zum einen die Eckersmann-Platine, die der Tobi hier schon die ganze Zeit in der Hand hält. Die Regie hat sie jetzt auch gerade nochmal eingeblendet. Da sieht man nochmal sehr schön, wie umfangreich diese Platine sein kann. Aber auch die Firma Rusterholz hat bei uns Zentralelektrik-Platinen schon in Auftrag gegeben. Hier ein Beispiel einer nicht ganz so umfangreichen Platine. Das heißt also, es geht hier in verschiedenen Abstufungen und nach Kundenwunsch. Die Firma Baus hat setzt auch Miunske Zentralelektriken ein. Hier nochmal zu sehen. Ja, und wir können eigentlich nur auf gute Erfahrungen bis jetzt zurückgreifen, denke ich mal. Ich höre wenig Negatives. Genau. Ja, es gibt aber auch die Kunden, die sagen, naja, mir ist das jetzt alles noch viel zu kompliziert und viel zu groß und ich würde da lieber erstmal klein anfangen. Da möchten wir gerne unser Standardprodukt vorstellen, nämlich unser Powerboard. Genau. Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Ausführungen machen. Ja. Also das Powerboard hat 16 Sicherungen. Das heißt, ich habe auch wieder 16 Kanäle, die ich halt überwachen kann. Das Ganze kann kombiniert werden mit einer Stromüberwachung, optischen Ausfallüberwachung und natürlich auch ein CAN-Bus, so dass ich halt wieder meine Signalisierung auf dem CAN-Bus auch habe. Ja, und das Ganze ist natürlich noch kaskadierbar. Das bedeutet, wenn meine Ausgänge einfach nicht lang, also meine Überwachung, dann kann ich natürlich noch eine zweite Platine nehmen. Ja, das ist ein riesengroßer Vorteil. Wir haben die Platine auch in verschiedenen Ausführungsvarianten. Man sieht das jetzt hier schon an den Steckverbindern. Das heißt, also, die sind einmal hier mit 90 Grad
Abgang beziehungsweise 180 Grad Abgang Genau. möglich. Wir haben unterschiedliche Stromzufuhrbolzen, das heißt also einmal mit Außen-, einmal mit Innengewinde. Da können Sie also praktisch zwischen mehreren Ausstattungsmerkmalen beziehungsweise Varianten wählen. Oder halt nur die optische Auswahlerkennung oder halt optische Auswahlerkennung mit CAN-Bus. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, kundenspezifisch haben wir gerade ein Projekt laufen von so einem kleinen Powerboard. Da haben wir einen Kunden, der die Ausfallüberwachung über CAN nicht wollte, sondern der hat ganz einfach eine Steuerleitung bekommen, die dann vorne im Fahrzeug oder im Bedienerbereich anzeigt. Richtig. Halt, da stimmt was nicht. Ja. Genau. Ja, ich denke, wir haben die Produkte erstmal gut vorgestellt jetzt. Was unsere Zuschauer natürlich interessieren wird, was haben wir getan, um diese Platinen möglichst ausfallsicher zu machen? Ja. Das wäre jetzt ein interessantes Thema und das sollten wir natürlich mit zeigen. Kein Problem. Und zwar haben wir erstmal kleine Bauelemente verwendet in SMD-Bauform. Diese haben einen riesengroßen Vorteil, dass sie weniger Angriffsfläche haben für Vibrationen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben unsere Sicherungshalter, die wir in Einpresstechnik ausgeführt haben, oder natürlich auch unsere Bolzen. Der Vorteil ist bei der Einpresstechnik, dass ich keine kalten Lötstellen habe, weil sie eben eingepresst sind. Wenn ich da mal einhaken darf, das war auch eine viel gehörte Anforderung unserer Kunden. Wir hatten ja am Anfang nur die Stromzuführungsbolzen als Einpresstechnik gehabt und es gab viele Fragen nach Sicherungshaltern, Relaissockeln in Einpresstechnik, um eben die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Wir haben uns der Problematik gestellt und haben jetzt schon das erste Projekt laufen, wo eine Leiterplatte oder eine zentrale Elektrikplatine gefertigt wird, die bei diesen Leistungsbauelementen, also zumindest bei diesen schweren Teilen in Einpresstechnik produziert wird. Ein weiterer Punkt ist natürlich, je größer die Leiterplatte wird, umso mehr Biegung habe ich auch auf der Leiterplatte. Diese Biegung kann minimiert werden, indem ich einfach die Leiterplattenstärke auch vergrößere. Aktuelles Projekt, was Eckart gerade sagte, ist halt wirklich, dass wir eine dicke Leiterplatte genommen haben und halt viele Einpresselemente. Und jedes Mal, wenn ich natürlich eine Sicherung ziehe, dann habe ich den Punkt oder stecke, dass ich die Leiterplatte halt durchgehe. Das wird halt durch diese Sachen minimiert. Das Ganze findet bei uns im Haus statt. Wir haben SMD-Technik im Haus, wir haben THT-Technik und natürlich die ganze Einpresstechnik. Mir ist gerade noch spontan eine Sache eingefallen, die wir mit nennen sollten. Wir bedienen uns natürlich auch bei der Entwicklung der Leiterplatten im Temperatur- und Wärmemanagement, sodass unsere Leiterplatten auch so praktisch dimensioniert werden, dass sie auch größere Ströme aushalten und es dabei nicht zu Überhitzungen kommt. Das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Richtig. Ja. Wie man halt hier drauf sieht, haben wir halt wirklich 2 Ampere bis 30 Ampere oder halt von den großen Sicherungen 20 Ampere, 40, 60 Ampere. Ja, Tobi, du bist ja im Musterbau bei uns tätig. Das heißt also, du bist da ganz nah auch an der Fertigung dran. Ja. Da würde ich dich jetzt nochmal bitten, auch was zur Qualitätssicherung in der Fertigung zu sagen, was wir dort alles tun. Genau. Also ein wichtiger Punkt ist, dass wir nach der SMD-Strecke kommt erstmal eine Sichtprüfung. Das heißt, wir gucken, ob jedes Bauelement richtig bestückt ist, von der Positionierung, von der Größe, was es halt für ein Bauelement sein sollte. Das ist ein Punkt. Danach haben wir bei der Einpresstechnik haben wir eine Kraftwegmessung mit integriert. Das heißt, dort können wir auch weiterhin sicherstellen, dass halt wirklich jedes Element, was eingepresst wurde, genau so, wie es definiert ist, eingepresst ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird es ja auch ganz akribisch dokumentiert pro Leiterplatte und ist nachvollziehbar, mit welchen technischen Parametern im Prinzip gearbeitet wurde. Genau. Und ganz zum Schluss gibt es einen Flying Probe bei uns. Bei diesem Flying Probe, da sieht man jetzt hier, dass die Leiterplatte fährt halt rein und dann kommen ganz viele kleine Nadeln, die jedes Bauelement einzeln halt prüft, ob es das richtige Bauelement ist, vom Wert her, und ob jede Verbindung von Bauelement zum nächsten Bauelement halt möglich ist. Also, so wie ich das weiß,
machen wir nicht bloß eine Bauelementeprüfung, sondern können auch ganze Schaltungsteile auf der Leiterplatte auf Funktion prüfen. Das heißt also wirklich komplett, so dass eigentlich keine Fehlleiterplatten aus unserer Fertigung unser Haus verlassen. Ja, durften eigentlich keine gehen. Ja, Thema Support, auch ganz wichtig. Damit meine ich jetzt nicht bloß den unangenehmen Ausfall, der hoffentlich nie passieren wird, sondern Support verstehen wir auch darunter, dass wir die Projekte weiter begleiten. Das heißt also, wenn dann an irgendeiner Stelle die Serienreife dieser Zentralelektrikplatinen erreicht ist, wie geht's dann weiter? Ja, also Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, dass Sie halt uns kontaktieren können. Ihr Ansprechpartner bleibt in der Regel immer Ihr Ansprechpartner und er weiß natürlich dann über das jeweilige Projekt am besten Bescheid. Das heißt, sollte es irgendwelche Fragen, Änderungen oder sonstige Sachen geben, können Sie einfach Kontakt aufnehmen. Was mir in der Arbeit, in der Projektarbeit aufgefallen ist, dass wir da auch sehr zukunftsorientiert denken. Zum einen sieht man das bei dieser Platine hier mit dieser Rucksacklösung. Das heißt also, wir sind schon bei der Entwicklung davon ausgegangen, dass es Weiterentwicklungen des Maschinentyps geben wird, der hier mit der Zentralelektrik versehen wird. Und ich kenne auch von anderen Projekten die Möglichkeit, dass unsere Entwickler schon zusätzliche Eingänge bzw. Ausgänge natürlich aus Kostengründen im Rahmen vorgesehen haben. Aber im Nachhinein spart das natürlich extreme Kosten, weil es muss keine neue Platine entwickelt werden, wo man hier noch 2, 3 Reservebauelemente mit auf der Platine vorsieht. Und ein wesentlicher Punkt ist halt wirklich diese Rucksackplatine hier. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich halt entweder zum Beispiel Motorbrücken oder Relais oder sonstige Sachen halt jederzeit zusätzlich erweitern kann. Was natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, in Betriebnahme. Ich glaube, bei jedem Projekt gibt es da immer mal irgendwo eine Stelle, wo die Säge klemmt. Wie sind wir da aufgestellt? Was tun wir da, um unsere Kunden zu unterstützen? Genau, also Ihr Kundenbetreuer und halt auch der Techniker, der halt die Leiterplatte, sage ich mal, mit entworfen hat, der steht Ihnen natürlich immer zur Verfügung und wenn es sein sollte, kann er auch natürlich mal vor Ort mit sein bei der Inbetriebnahme oder halt natürlich auch der Außendienst. Ja, das ist eigentlich unser großes Ziel. Wir wollen nicht bloß das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben, sondern gerade in Sachen Support auch den richtigen Mitarbeiter. Richtig. Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen. Die Vorstellung unseres Produktes Zentralelektrik, da sind wir jetzt am Ende und erwarten Ihre zahlreichen Fragen. Bis jetzt sind im Chat, glaube ich, noch keine eingetroffen. Jetzt weiß ich nicht, ob per Mail schon was passiert ist. Jetzt müssen wir kurz die Zeit überbrücken. Ja. Per Mail sind uns Fragen übermittelt worden. Da muss ich aber die Brille aufsetzen, weil... Ja, hier ist eine Frage. Wie viel Zeit muss ich von der Anfrage bis zum Prototypen einplanen? Ja. Tobi, was können wir dazu sagen? Das ist eine sehr gute Frage und zwar kommt es halt darauf an, wie weit man vorbereitet ist. Je besser man vorbereitet ist, umso weniger Zeit vergeht natürlich, bis wir halt ein Angebot abgeben können und wir den kompletten Leistungsumfang halt definiert haben. Ein Lastenheft, wie am Anfang schon gesagt, ist halt wirklich hier zwingend erforderlich. Genau, und wenn das halt dann ist, dann schaffen wir schon in 4 bis 6 Monaten, dass wir halt den ersten Prototypen liefern können. Ja, hier ist die Frage, welchen Support bietet Miunske nach Projektabschluss? Ich denke mal, die Frage wird wahrscheinlich eher eingetroffen sein, als wir zum Support was gesagt haben. Genau. Ich hoffe mal, dass alles beantwortet ist. Ansonsten bitte ich denjenigen, der die Frage gestellt hat, ich kann es jetzt ja auf dem Zettel nicht erkennen, die Frage vielleicht nochmal zu konkretisieren und nochmal an live@miunske.com zu schreiben. Ja, wie verhält es sich mit der mechanischen Stabilität? Ja, das hatte ich erst schon kurz erwähnt gehabt mit der mechanischen. Und zwar Leiterplattendicken können wir halt anpassen. Dadurch können wir natürlich die Biegung der Leiterplatte selber minimieren. Ja. Die Fragen, die jetzt hier während der Zeit, haben wir alle beantwortet. Weitere Fragen über den Chat sind
leider gerade keine weiter da. Ja, damit würden wir unseren Livestream beenden. Ich möchte nochmal hinweisen, wer noch weitere Informationen zu dem Thema Zentralelektrik braucht. Wir haben da ganz viel auf unserer Homepage schon vorbereitet, in unserem Produktkatalog. Unser Marketing arbeitet da sehr fleißig, dort immer die aktuellsten Informationen praktisch auf unserer Homepage auch unterzubringen. Ja, geben Sie einfach ins Suchfeld Zentralelektrik ein, dann finden Sie die passenden Informationen. Ja, Sie können gerne mich kontaktieren. Die Kontaktdaten werden nochmal eingeblendet, gerade durch unsere Regie. Ja, und ansonsten kann ich Sie nur ermuntern, schreiben Sie eine Mail an mich oder an live@miunske.com. Es werden auf alle Fälle alle Anfragen, die wir erhalten, beantwortet werden. Da werden sich Tobi und ich drum kümmern. Genau. Ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Es ist sehr schön, dass uns sehr zahlreiche Zuschauer zugesehen haben. Ja, und ich lasse mich jetzt vom Tobi zu einem